Er ist, vorsichtig ausgedrückt, eine besondere Basis, der im Gelände aber richtig was drauf hat. Der Bucher Duro. Bitte was? Na gut, eingefleischte Fans kennen ihn, für alle anderen stellen wir ihn, den Sonderling, mal eben vor. Ihr habt vom Bucher Duro noch nie was gehört. Das ist kein Wunder. Das Fahrzeug wird fast ausschließlich beim Militär eingesetzt. Auch die Bundeswehr hat ein, zwei Fahrzeuge. Und wie besonders der ist und was für tolle Details der hat, der den zum Fernreisen so spannend macht, das gucken wir uns mal eben im Schnelldurchlauf an. Fangen wir bei der Frontscheibe an. Die ist komplett plan. Das heißt, geht die mal kaputt, kann ich die überall auf der Welt sehr leicht ersetzen. Nächster Punkt, obwohl es ein Dreiachser ist, rundum Schrauben gefedert, nicht nur an der Vorderachse, sondern auch an der Hinterachse. Ganz einfach, das Fahrerhaus einmal entriegeln, nochmal entriegeln und dann kann ich das mit einem Handgriff aufkippen. Der Hilfsrahmen ist nur mit Gummielementen befestigt. Das spricht dafür, dass der Kastenrahmen sehr steif ist und damit das Fahrzeug trotzdem gut federt, sind die Achsen sehr aufwendig aufgehängt, damit sie im Gelände sehr flexibel arbeiten können. Jeder, der das Fahrzeug aufbauen will, wird sich freuen, dass er kaum was umbauen muss. Der originale Dieseltank hier mit 160 Liter ist sehr flach. Die Luftansaugung hat schon den Schnorchel, der gut versteckt ist. Hier hinter ist übrigens auch das Ersatzrad platziert und die Luftfilterpatrone ist hier. Hier unter dem Fahrerhaus sitzt ein großer Cummins 6 Liter 6-Zylinder Turbodiesel. Hinter dem ist ein Viergang Ellison Automatikgetriebe angeflanscht mit Untersetzungsgetriebe. Macht auf der Autobahn bei Reisetempo etwa 1800 Touren, ist also super leise und super weit übersetzt. Und an den Hinterachsen machen Torsendifferentiale automatisch die Arbeit eines Sperrdifferentials. Der kleine Schweizer wird zwar längst nicht mehr gebaut, der Hersteller ist insolvent, dennoch ist er ein Geheimtipp in der Szene, wenn auch ein skurril anmutender. Das hat Gerti und Uwe Tarrer nicht davon abhalten können, sich einen zuzulegen. Und das Paar wusste genau, was es will. Immerhin liegen schon etliche Offroad-Jahre hinter den beiden. Für 34.000 € wechselte der Bucher im Top-Zustand den Besitzer. Und nach der x-ten Niete, die Uwe Tarrer im originalen Funkkoffer aufbohrte, wurde bald klar, ein neuer Aufbau muss her. Und in den flossen dann die Erfahrungswerte aus Pickup, SUV und XL-LKW mit ein. Gerti, du bist über den Atlantik gesegelt, du bist in Malaysia mit dem Geländewagen durch den Urwald gefahren. Was für Abenteuer habt ihr jetzt mit dem Dreiachser vor? Oh, da schwirrt uns schon einiges im Kopf rum. Wir würden erstmal, um zu wissen, ob alles funktioniert, was wir hier dran gebaut haben, am Duro, wollen wir erstmal zum Testen in die Türkei, in den Süden, um dann eventuell noch ans Schwarze Meer, denn ums Schwarze Meer geht ja noch nicht mehr. Und dann werden wir sehen, was wir da unten, wie wir uns entscheiden, ob wir zurückgehen oder woanders noch einen anderen Weg finden. Das machen wir immer so, dass wir unterwegs entscheiden, wie der nächste Schritt ist. Wir haben uns 3 Monate ausgedacht und wir werden den Weg dann finden. Also Uwe, es ist kein Auto, in dem ihr aussteigen und dauerhaft leben wollt, sondern es ist ein Teilzeitreisefahrzeug. Das ist ein reines Teilzeitfahrzeug. Wir wollen lange, ausgiebig und abseits der normalen Straßen fahren, um Landschaften und Menschen kennenzulernen. Aber wir wollen nicht unser Zuhause aufgeben. Wir haben uns so eingerichtet, dass wir gut zu Hause leben können und wir wollen unsere Infrastruktur und unsere Freunde behalten. Und
das Leben auch zu Hause aufrechterhalten. Erzähl mal was dazu, zu der Formel 5x2x2, die ja für das Fahrzeug ganz wichtig ist. Ja, der Aufbau ist aufgrund der Dreiachser-Konstruktion des Fahrzeugs ermöglicht es eine Länge von 5 Metern für den Aufbau zu haben, eine Länge. Und der wird 2 Meter hoch und 2 Meter breit. Das heißt, Stehhöhe habe ich drin und ich kann drin schlafen und komme trotzdem ohne Überbreite durch jede enge Straße. Und erhalte dadurch die Beweglichkeit und die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs aufrecht. 2 Meter breit ist ja eigentlich 2 Meter schmal. Das ist ja ein ausgewachsener LKW, aber passt das denn innen vom Platz? Also wenn man schon einen großen LKW hat, könnte es ja auch vielleicht ein bisschen breiter sein. Warum habt ihr ihn so schmal gemacht? Wir haben ihn deshalb schmal gemacht, damit er bequem zu fahren ist, in engen Straßen, damit auch Gerti fahren kann und sich nicht beengt fühlt durch einen großen LKW. Und wir haben dadurch ein sehr flexibles, wendiges Auto bekommen. Hast du schon ein gutes Stichwort genannt. Gerti, du bist verantwortlich dafür, dass ihr einen MAN aufgegeben habt, einen L2000 aufgegeben habt und jetzt nochmal neu aufgebaut habt. Warum sollte es genau der Bucher Duro sein? Ja, die Verantwortlichkeit dafür, die muss ich mir schon auf die Liste schreiben. Ich fand den MAN ja auch nicht schlecht, aber im Prinzip war das für mich so eine Herausforderung aus gesundheitlichen Gründen und aus dadurch entsprechenden dann technischen, dass ich sehr konzentriert war auf das Schalten und so weiter, dass ich das einfach dann nachher nicht mehr bewältigen konnte oder vielleicht auch ein bisschen wollte. Und ich finde die Lösung, die wir jetzt gefunden haben mit dem Duo, super. Der gefällt mir so klasse. Du hast ihn auch schon im Dreck versenkt beim ersten Ausprobieren. Das stimmt. Aber das war auch sehr nett, würde ich mal so sagen. Der Uwe hat das zwar alles nicht so gesehen, weil er hat es fotografiert vom Weitem betrachtet. Ich habe das war sehr schön, mit dem Duo durch das Panzergelände zu fahren und auch das auszuprobieren, wie weit man dadurch durchs Wasser dann kommt. Und ja, und plötzlich habe ich festgesteckt, plötzlich ging es nicht mehr weiter, dann musste ich rückwärts wieder rausgezogen werden. Aber ich fand das persönlich nicht so schlimm. Aber es ist euch beiden schon wichtig, dass ihr beide das Auto fahrt. Also da habt ihr klare Arbeitsteilung an der Stelle. Ja, Arbeitsteilung, die ist da, ja, im technischen Bereich Uwe und im häuslichen ich. Aber ich fahre ja auch gern. Ja. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass beide fahren können. Einmal aus Sicherheitsgründen und auf der anderen Seite ist das für mich auch eine moralische Herausforderung. Das heißt, der Partner muss das machen. Der muss dabei sein, der muss das können, der muss das wollen und der muss einfach dabei sein und sagen, okay, nicht nur wenn der Not am Ende dran ist, sondern ich fahre auch zwischendurch gerne und es bringt mir Spaß, sonst brauchen wir nicht uns auf 1000 Kilometer zu setzen und sagen, der eine fährt und der andere guckt in den Himmel. Oder? Und wer fotografiert dann, wenn ich fahre? Ich. Okay, ich fotografiere nämlich auch sehr gern und am liebsten auch noch während der Fahrt. Aber das kriegen wir hin, haben wir bisher immer geschafft. Und das Besondere ist ja letztendlich, was es dir so erleichtert, ist, dass das Auto jetzt kein Schaltgetriebe mehr hat, sondern ihr habt das Automatikgetriebe. Und er sitzt, also ein MAN, 1 Meter Reifengröße, es ist alles ein bisschen kleiner geworden jetzt. Also das Fahrerhaus ist kompakter. Macht es das auch angenehmer dann zu fahren? Also das habe ich überhaupt noch nicht so richtig bemerkt. Ich fühlte mich hier sofort so wohl drin und dass ich eben niedriger sitze, das habe ich nicht so festgestellt, noch nicht so, wo du das sagst. Das ist so, aber es ist einfach ein super Fahren.
Ihr habt knapp 15 Jahre reist ihr jetzt ja mit Autos, habt verschiedenste Sachen ausprobiert, Geländewagen gemietet, gekauft, in Koffern geschlafen, auf Luftmatratzen. Uwe, ist das jetzt das erste selbstgebaute Auto, dann auch so die gesammelte Erfahrung, die dann jetzt da reinkommt, dass ihr wisst, was ihr wollt, worauf ihr verzichten könnt? Ja, verzichten können wir im Endeffekt auf alles, wenn es sein muss. Aber entscheidend ist, dass wir uns da wohlfühlen in der ganzen Geschichte. Also nicht eingeengt und einen gewissen Bereich von Komfort, Luxus, nenn es Luxus, Komfort bringt Spaß. Und das ist für uns das Entscheidende, der Hauptfaktor. Es muss Spaß bringen. Aber das Fahrzeug ist komplett auf eurem Mist gewachsen. Es ist eure Konstruktion, euer Grundriss, eure technischen Vorstellungen, was umgesetzt werden sollte. Ja, sagen wir so, wir sind die Architekten, geistig und körperlich. Und gemacht haben es zum großen Teil und zum vielen Teilen haben es andere Leute gemacht. Wir haben Unterstützung von vielen Leuten gebraucht. Deshalb hat das so lange gedauert. Wir sind nicht diejenigen, die alles selber können und alles selber machen, sondern das muss koordiniert werden und darum gefällt mir der Begriff ganz gut, dass wir die Architekten sind. Wie lange habt ihr dran gearbeitet und geplant, bis das Auto jetzt so vor uns steht? 2,5 bis 3 Jahre. 2,5 bis 3 Jahre. Und reine Bauzeit 1,5 Jahre. Wenn man die ganzen Leerzeiten abzieht, sind es alle 1,5 Jahre. Ja, nun kam ja auch noch Corona dazwischen, da haben wir es dann auch lockerer genommen und wurden auch gezwungen, das lockerer zu nehmen, weil viele Teile nicht geliefert werden konnten, Materialien fehlten und so weiter. Und das muss man so nehmen, wie es ist. Und wir sind jetzt froh, dass wir starten können. Hat euch die viele Arbeit überrascht oder überrannt, wenn man dann merkt, was da alles so dazugehört? Überrannt nicht, aber festgestellt, dass es sehr viel mehr ist, als man glaubt und es sehr viel länger dauert, als man glaubt. Es nimmt sehr viel mehr in Anspruch. Und wenn man sich, so wie wir, mit dem Detail beschäftigt und auch die sogenannte Fachkenntnis von Spezialisten hinterfragt oder sich traut, die zu hinterfragen, dann dauert das. Oft landet man kommt man zum gleichen Ergebnis, aber oft kommen wir auch einfach zu anderen Ergebnissen und sagen, das ist für uns richtige technische Lösung. Du hast dich ja auch selber ausprobiert, Stichwort Aluminiumschweißen. Man ist da manchmal auch in Sackgassen, oder? Ja klar, in Sackgassen. Ich habe versucht, Aluminium zu schweißen. Hat im Endeffekt nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Habe ich bedauert, aber gut, es ist ein Erfahrungssache. Weg gewesen. Genauso wie wir gesagt haben, ja, wir behalten die alte Kabine, die alte Basis von dem Fahrzeug und stellen da eventuell einen einfachen Aufbau drauf. Hat nicht geklappt. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir zu der Erkenntnis gekommen sind und sagen, nee, komm, weg, runter, alles runter, neu machen lassen. Und das war das Entscheidende. Und solche Sackgassen hat es halt gegeben. Und muss man sehen, dass man lernt dabei. Ihr habt dabei auch manchen anderen Weg beschritten. Also zum Beispiel der Fahrzeughersteller Gloria Fahrzeugbau ist ja im Bereich Fernreisemobile eigentlich unbekannt. Die bauen eigentlich Schaustellerfahrzeuge. Habt ihr keine Sorgen gehabt, dass das Fahrzeug bunt blinkend und neon bemalt aus der Halle rollt? Nein, wir haben ja immer zugeguckt. Wir haben immer zugeguckt und haben mit dem zuständigen Herrn, dem Herrn Gottschalk, haben wir in engen Kontakt gestanden. Und der hat uns schöne Risse gemacht und in 3D und haben gesagt, das muss so und so sein. Und dann haben wir uns hingesessen, haben abgemessen, wie lange wir brauchen, wie groß die Sitzfläche im Salon sein muss, dass wir uns wohlfühlen müssen. Und dann haben wir die Wände so verschoben. Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wie es heute da ist. Und wir haben das Gefühl, das passt. Du hast gerade schon mit dem Wort Salon zu verstehen gegeben, dass ihr eigentlich beide Segler seid. Beim Segeln kann man nach dem Kompass navigieren und einfach überall hinfahren, wie es geht. Ist das nicht für euch eine Einschränkung, jetzt auf einmal auf Straßen und Pisten angewiesen zu sein? Überhaupt nicht. Also der Weg ist das Ziel. Das ist überhaupt kein Problem. Ob wir jetzt über eine Piste fahren oder eine Straße, das ist uns im Endeffekt egal. Wir fahren auch schon mal irgendwo hin, wo es nicht weitergeht. Und
wir probieren das. Und Drehen wir halt drehen wir um. Dabei haben wir immer im Blick, dass wir uns und das Auto nicht gefährden. Also wir sind keine Hasardeure, dass wir sagen, wir fahren jetzt hier blind durch die Walachei. Machen wir nicht. Wenn uns das zu kritisch erscheint, dann machen wir das gar nicht erst. Fahren wir in irgendeine Stadt nicht oder wir haben einen großen Sicherheitsaspekt vor uns und immer im Auge und danach handeln wir auch. Gerti, der Weg ist das Ziel, ist ein gutes Stichwort. Eure erste Probefahrt, die landet auf einem ganz besonderen Parkplatz, oder? Ja, wir haben geheiratet und zwar im August und wollten mit diesem Auto die Tour dorthin machen. Der Termin stand und das Auto war nicht fertig. Das Auto war nicht fertig und dann haben wir wirklich Tag und Nacht bis zur letzten Stunde also es war fahrtüchtig, war es sowieso, aber der Innenausbau war noch nicht so weit und dann haben wir es aber so weit fertig gehabt, dass wir drin schlafen konnten und sind mit Koffern gereist sozusagen und haben dann auf dem Campingplatz übernachtet mit Dusche und allem. Ne? Und es war wunderbar, es war ein Traum. Und ihr durftet sogar vor dem Standesamt vorfahren mit dem Dreiachser. Genau, mein Uwe, der hat das sowieso gern ein bisschen Risiko durch die Stadt, durch ganz enge Gassen und das war auch spannend und nee, war alles gut. Die Standesbeamte hat nicht schlecht gestaunt, dass das Auto ein bisschen größer war als normal. Ihr habt eine Sache ganz konsequent umgesetzt. Ihr habt den Wohnraum und den Schlafraum sehr weit voneinander getrennt. Im Prinzip an den entlegenen Stellen des Fahrzeugs. Vorher wart ihr in sehr kleinen Autos unterwegs. Ist das so, dass ihr merkt, ihr habt 5 Meter Aufbaulänge, die nutzen wir jetzt dafür mal aus? Ja, das ist für uns deshalb wichtig, weil man ja, auch wenn man sich unendlich liebt, nicht nur nebeneinander sitzen kann oder aufeinander hocken kann. Das ist es nicht. Es gibt auch Tage und Stunden, wo der eine lesen will, wie der andere schlafen will, wo vielleicht mal einer Schnupfen hat, mal krank ist. Und da haben wir das als gut erachtet und als praktisch erachtet, unterschiedliche Räume zu haben, wo einer schlafen kann, im Grunde gedanklich absperren kann, der andere kann lesen, kann Licht anhaben. Und insofern ist das genau das, was wir haben wollen und was wir brauchen. Ja, wir fanden das einfach auch wichtig, weil der Uwe liest unheimlich gern bis spät und ich gehe gern schlafen, wenn ich hier im Wohnmobil bin. Ich bin schon meistens 8 Uhr in der Koje und finde das so schön und muss dann schlafen. Da ist die Lösung super. Ja, dann wünsche ich euch gute Reisen, Hochzeitsreise 2.0 mit dem Fahrzeug Kurs Ost. Vielen Dank fürs Reingucken in euer spannendes Auto. Danke. Gerne, war uns ein Vergnügen. Ja, danke. Tschüss. Baloo ist ein Fahrzeug, das viel kann, ohne damit zu protzen. Im Gelände kommt er weit, wenn man will. Flink und leichtfüßig ist er mit seinen 245 PS unterwegs. Der Federungskomfort ist erstaunlich gut. Aktuell vermelden Gerti, Uwe und Baloo, die ersten Testfahrten in Griechenland und der Türkei verlaufen unauffällig. Das passt zum Duro wie zu seinen beiden Besitzern. Die ganze Geschichte lest ihr übrigens jetzt im Explorer Nummer 5 2022.